In diesem Video nähen wir zusammen dieses schulterfreie Oberteil. Das Schnittmuster für den Schnitt habe ich dir wie immer in der Infobox verlinkt, falls du das noch nicht hast. Du findest auf dem Schnittmuster 3 verschiedene Ärmelvarianten. Einmal hier diesen ausgestellten Ärmel, dann ein Ärmel mit Gummizug und ein Ärmel mit Kordelzug. Ansonsten wird das Oberteil hier oben mit so einem Gummizug vernäht und auch hier unten. Und falls das Oberteil zu kurz ist, die Länge kannst du relativ simpel anpassen. Das zeige ich dir jetzt gleich, wie das geht. Also ein richtig schönes Sommeroberteil, das übrigens auch echt richtig praktisch ist für Schwangere. Also ich trage das gerade total gerne, weil mein Bauch ja hat noch ein paar Monate vor sich und der kann dann jetzt den ganzen Sommer wachsen und das Oberteil wächst mit mir und ich bin hier nicht so eingeschnürt. Dann lass uns direkt loslegen mit der Stoffempfehlung. Das Oberteil ist perfekt für alle sommerlich leichten, flowy Stoffe. Du kannst zum Beispiel Musselin nutzen, daraus habe ich ja auch schon eine Version genäht, die blende ich dir hier ein. Die trage ich total gerne, weil Musselin ist ja so leicht gewebt, atmungsaktiv und einfach perfekt für den Sommer. Falls du ein paar Nähtipps brauchst für Musselin, die blende ich dir hier oben ein, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Das ist bestimmt hilfreich, bevor du mit diesem Projekt beginnst. Dann kannst du super nutzen Leinenstoffe oder auch Leinen, Baumwoll, Mixgewebe. Auch alles, was halt schön leicht ist. Dann habe ich hier vernäht einen Tencel-Stoff, den habe ich mal auf Bali gekauft. Also Tencel, Rayon, Viskose, auch perfekt für das Schnittmuster. Und dann habe ich eine Version genäht aus so einem leichten Strickstoff, den habe ich mal vor langer Zeit gekauft. Sieht auch echt schön aus, aber hier würde ich persönlich darauf achten, dass der Polyesteranteil nicht so groß ist, weil Polyester, wenn man da reinschwitzt, das fängt halt leider an zu stinken. Also einfach meine persönliche Präferenz, im Sommer obenrum zumindest nicht ganz so viel Polyester zu tragen. Und für den oberen Ausschnitt und den Saum brauchst du noch 1 cm breites Gummiband. Also das Schnittmuster ist für 1 cm Gummiband vorgesehen. Ich nutze jetzt hier zum Beispiel nur 0,8, das geht auch. Aber je breiter das Gummi, aber maximal 1 cm, je breiter das Gummi, desto mehr Stabilität gibt es. Das heißt, wenn du vielleicht eher eine größere Oberweite hast, dann würde ich bei dem 1 cm bleiben. Und bevor du jetzt mit dem Zuschnitt beginnst, hier noch ein kleiner Exkurs, wie du das Oberteil verlängern kannst. Ist ja doch relativ kurz geschnitten und ich weiß, das ist nicht für jedermann. Auf dem Schnittmuster ist es nicht mit drauf, aber es ist super, super einfach. Die Anpassung des Schnittmusters kannst du entweder sofort auf dem Stoff machen oder du erstellst dir ein neues Schnittteil. Das heißt, du nimmst dir ein bisschen Papier, zum Beispiel Packpapier, irgendwas, was du noch zu Hause hast, Zeitung und kannst dann daraus ein neues Schnittteil erstellen. Nimm dir das Schnittmuster für das Vorderteil bzw. Rückteil, das ist ja ein Schnittteil, von deinem Papierschnittmuster, das du ja wahrscheinlich schon ausgedruckt und ausgeschnitten hast, schneid da unten die Saumkante ab. Falls du später die kurze Version nochmal nähen möchtest, entweder druckst du dir die kurze Version nochmal aus oder du kannst sie auch wieder dran tapen mit ein bisschen Klebeband. Naja, also schneid das jetzt erstmal ab und dann kannst du den unteren Saum so weit verschieben, wie dein Oberteil verlängert werden soll. Sagen wir mal, du schiebst das jetzt 5 cm runter, dann fixier das dort, entweder auf dem Papier, wo du dein neues Schnittmuster anfertigst oder mit ein paar Klammern auf dem Stoff, falls du direkt auf dem Stoff zuschneidest. Und jetzt nimm dir ein Lineal und dann zieh jetzt von oben hier von dem Arm bis runter zu dem Saum eine gerade Linie. Und das war es tatsächlich auch schon, weil hier ist nur wichtig, dass die Saumlänge gleich bleibt, damit das Gummi später schön passt und deshalb müssen wir einfach nur hier eine gerade Linie runterziehen. So, und wenn du jetzt mit dem Zuschnitt fertig bist, dann lass uns mit der Nähanleitung starten. Und bevor wir mit dem Nähen beginnen, nur wenn du die Version 3 nähst, versäubere hier die offenen Kanten vom Vorder- und Rückteil und die offenen langen Kanten des Ärmels. Muss nämlich nur bei der Version separat versäubert werden. Bei den anderen beiden Versionen machen wir das dann gleich in einem Schritt. Und wenn du die Version 1 nähst, dann fangen wir jetzt hier mit der Nähanleitung für den Ärmel an. Falls du die anderen beiden Versionen nähst, dann kannst du ein bisschen vorspulen. Nimm dir hier das runde Schnittteil und steck das rechts auf rechts an den Ärmel. Der Knips hilft dir hier, das Schnittteil richtig zu positionieren. Und dann nähe das rechts auf rechts mit einem Geradstich 1 cm Nahtzugabe an. Je nach Stoff kann das runde Schnittteil hier ein bisschen ausleiern beim Nähen. Und um sicher zu sein, dass das richtig aufeinander passt, am Ende nähe ich hier immer von der Mitte aus zu den Seiten hin, anstatt von einer Seite zur anderen, weil sonst kann es passieren, dass du am Ende ein bisschen Überschuss hast. Aber das hängt wirklich vom Stoff ab. Notfalls kannst du ja auch ein bisschen Kantenband aufbügeln. Das vermeidet auch, dass der Stoff hier zu weit ausleiert.
Versäubere die offene Kante mit deiner Overlock oder mit einem Zickzackstich und dann bügel die Naht auseinander, nach oben und dann kannst du die nochmal knapp kantig abnähen. Hierfür nutze ich einen Geradstich und stelle die Nadelposition meiner Nähmaschine etwas nach links. Und dann beginnen wir mit der Nähanleitung, egal welche Version du nähst. Hier geht es jetzt richtig los mit dem Oberteil. Nimm dir eins der beiden Vorder- bzw. Rückteil, das ist ja ein Schnittteil, und leg ein Ärmel deiner Wahl rechts auf rechts darauf und nähe hier die Ärmelnaht, also diese kurze runde Seite, mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen und versäubere die offene Kante mit deiner Overlock oder mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine. Wiederhole den Schritt jetzt für die andere Seite, auch nur die Rundung, und dann nimm dir das zweite Vorder- bzw. Rückteil und nähe das jetzt auch noch rechts auf rechts an die beiden Ärmel. Und dann bekommst du jetzt ein großes Top raus, das ja dann gleich kleiner wird durch den Gummizug. Als nächstes schließen wir die Seiten und die lange Ärmelnaht. Leg dafür das Oberteil rechts auf rechts aufeinander und achte darauf, dass hier die Nähte genau aufeinandertreffen. Da fange ich auch an zu stecken und dann stecke ich zu beiden Seiten runter. Hier wieder eine kleine Ausnahme, nur für die Version 3, also die Version mit Kordelzug, sollte deine Ärmelnaht 5 cm vor dem Saum enden. Das markiere ich mir hier, bevor ich nähe. Und auch hier fange ich wieder in der Mitte an, also an der Ärmelnaht, und nähe dann erst zur einen Seite runter und dann zur anderen Seite runter. So kann ich nämlich sicherstellen, dass die Nähte hier genau aufeinandertreffen und dass ich am Ende auch keinen Stoffüberschuss habe. Falls du die Version mit ausgestellten Ärmeln oder mit Gummizug nähst, dann kannst du hier einfach bis runter zum Saum nähen des Ärmels und dann kannst du die offenen Kanten auch mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich in einem versäubern. Nochmal eine Erinnerung, für die Version mit Kordelzug sollten die Schnittteile ja einzeln versäubert sein. Jetzt nähen wir den Tunnelzug für das Gummiband. Dafür bügel ich die offene Kante erstmal 1 cm um und dann nochmal weitere 1,5 cm. Das Gummiband sollte 1 cm breit sein und dafür passt der Tunnelzug dann eben genau. Deshalb halte ich hier am besten auch genau an die Nahtzugabe. Ich mache das hier mit so einem Bügellineal. Da kann ich wirklich sicherstellen, dass ich die Maße genau einhalte. Das stecke ich mir ringsherum mit ein paar Nadeln fest und das kannst du jetzt ganz knappkantig abnähen, hier am unteren Rand, ringsherum. Und lass noch eine kleine Öffnung, da ziehen wir gleich das Gummiband durch. Dann ziehe das Gummiband jetzt mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch die Öffnung. Die Maße für das Gummiband habe ich dir auf dem Schnittmuster angegeben, aber Achtung, das ist super individuell, das sind nur Standardmaße. Am besten misst du das einfach selber mal ab und dann kannst du das Gummi ja gegebenenfalls noch kürzen. Nähe die beiden Enden flach übereinander zusammen. Ich nutze dafür einen Zickzackstich und dann verteile das Gummi mal richtig schön sauber, dass sich der Stoff gleichmäßig rafft, und probiere das Oberteil jetzt einmal an, bevor wir die Öffnung schließen. Gegebenenfalls kannst du das Gummi nämlich noch mal schnell kürzen. Und falls das aber alles so passt, dann schließe jetzt noch die Öffnung und dafür ziehe ich das Gummi von hinten und von vorne, damit der Stoff gerade aufliegt, wenn ich hier über die Öffnung nähe. Damit das Gummi sich jetzt nicht ständig beim Waschen verdreht, möchte ich das noch fixieren. Und das mache ich in den kleinen Nähten, wo wir die Ärmel eingesetzt haben. Dann nähe ich von außen genau in dieser Ärmelnaht über das Gummi mit einem Geradstich. Das sind wirklich nur ein paar Stiche, rückwärts und vorwärts. Und das mache ich an allen 4 Nähten, achte aber darauf, dass das Gummi wirklich gut verteilt ist, gleichmäßig. Und damit ist das befestigt und das kann auch nicht mehr verrutschen.
Und genauso verfahren wir jetzt mit dem unteren Saum. Auch hier 1 cm umschlagen, nochmal weitere 1,5 cm und das ringsherum knappkantig abnähen. Und lass auch hier wieder eine kleine Öffnung für das Gummi. Und dann kannst du auch hier wieder das Gummi mit der Sicherheitsnadel durchziehen. Und auch hier würde ich dir wieder empfehlen, das Oberteil nochmal schnell anzuprobieren, bevor du die Öffnung schließt. Und anschließend kannst du auch hier an den beiden Seitennähten noch das Gummi fixieren. Und damit ist der Grundschnitt vom Oberteil auch schon fertig. Wir schauen uns jetzt im Detail an, wie du die 3 Ärmelvariationen nähst. Im nächsten Schritt säumen wir hier den ausgestellten Ärmel und hier noch ein kleiner Hinweis dazu. Der Ärmel ist ja rund geschnitten, das hast du auf dem Schnittteil gesehen. Das heißt, er wird relativ schwierig zu säumen sein. Und deshalb ist ja nur ein ganz, ganz schmaler Saum vorgesehen von 1 cm. Das heißt, du musst es 0,5 und 0,5 umbügeln, doppelt. Und das ist mit der Hand relativ schwierig. Da kommt dieses Nähfüßchen hier ins Spiel. Das ist ein Rollsaumfüßchen für deine Nähmaschine. Und dieser Nähfuß, der macht einen ganz, ganz schmalen Saum. Das heißt, im Grunde genommen perfekt für die Rundung des Ärmels. Allerdings hat auch das so seine Tücken, gerade am Anfang und am Ende der Naht. Aber wenn du das einigermaßen gut anwenden kannst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dieses Nähfüßchen einzusetzen. Ist wahrscheinlich schon im Zubehör deiner Nähmaschine enthalten. Ansonsten kannst du den Saum natürlich auch einfach umbügeln. Das funktioniert auch. Wie gesagt, achte nur darauf, dass du wirklich so schmal wie möglich umbügelst. Du wirst sonst feststellen, dass sich da Falten im Saum bilden und das wollen wir ja nicht. Und für den elastischen Saum mit Gummiband gehen wir genauso vor wie in den vorherigen Schritten. Ich bügele das also erstmal 1 cm um und dann weitere 1,5 cm. Das wieder knappkantig ringsherum absteppen, eine kleine Öffnung lassen für das Gummiband. Für das Gummiband habe ich aber keine Maße angegeben. Das kannst du ja super schnell selber ausmessen und hängt auch davon ab, wie eng du das haben möchtest. Zieh das mit der Sicherheitsnadel durch die Öffnung, schließ die beiden Enden flach aufeinander und schließ die kleine Öffnung. Und so schnell ist der Ärmelsaum damit auch schon fertig. Und zu guter Letzt die Variante mit Kordelzug. Dafür findest du auf dem Schnittmuster auch das Schnittteil für das Kordelband. Das nähen wir aus dem Hauptstoff und hier als erstes die kurze Seite nach innen umbügeln und dann die beiden langen Seiten auch nach innen umbügeln und dann der Länge nach abbügeln und abnähen, ganz knappkantig. Bereite das zweimal vor und leg das erstmal zur Seite. Nimm dir jetzt dein Ärmel und hier war ja das Besondere, dass wir bei der Version die Ärmelschnittteile separat versäubert haben. Das hat den Grund, dass wir die Naht nämlich jetzt als erstes auseinander bügeln. Also 1 cm Nahtzugabe auseinander bzw. voneinander wegbügeln. Und damit kannst du den Saum jetzt 1 cm umbügeln und weitere 1,5 cm und steck das dann genau da fest, wo auch deine Ärmelseitennaht geendet hat. Nähe das jetzt ringsherum knappkantig ab und so entsteht hier dieser Tunnelzug. Da kannst du jetzt im nächsten Schritt deine selbstgenähte Kordel durchziehen. Was aber auch schön aussieht, sind so gekaufte, noch dünnere Kordeln. Denn generell, je dünner die Kordel, desto schöner wirkt es, glaube ich, bei dem Oberteil. Aber beim Nähen, ja, hat das auch einfach seine Grenzen, wie dünn man etwas abnähen kann, finde ich. Aber vielleicht findest du ja eine schöne gekaufte Kordel, die könntest du da auch super nutzen. Die Enden der Kordel verknote ich noch, damit das beim Waschen nicht rausrutscht. Und damit ist nicht nur der Kordelzug fertig, sondern auch dein Oberteil, egal welche Version du genäht hast. Ich hoffe sehr, es gefällt dir. Falls ja, kommentiere super gern mal, welche Version du genäht hast, aus welchem Stoff. Ich bin total gespannt. Und falls du Lust hast, weiter zu nähen, ich verlinke dir jetzt hier noch 2 weitere Nähideen und dann sehen wir uns in einem neuen Video.